Seit der Veröffentlichung des Secret of Mana Remakes ist mittlerweile einiges an Zeit vergangen. Eigentlich wollte ich zeitnah meine Gedanken zu dem Remake äußern, aber wie so oft im Leben kam einiges dazwischen. Doch nun, da der anfängliche Hype abgeflaut und die reflexartigen negativen Reaktionen auf die neue Interpretation dieses Klassikers vorbei sind, möchte ich mich mit diesem Spiel kritisch, aber gleichzeitig auch fair auseinandersetzen. Ich habe die Zeit genutzt, um gründlich über die Vorzüge und Schwächen der Neuauflage nachzudenken. Und vielleicht ist dieses Video sogar doch noch für jene interessant, die sich angesichts eventueller Preisnachlässe überlegen, das Remake zuzulegen. Am auffälligsten und wahrscheinlich umstrittensten ist sicherlich die grafische Runderneuerung. Die pixeligen 2D-Grafiken und Sprites wurden ausgetauscht gegen 3D-Modelle und Umgebungen. Welches von beiden nun besser ist, spaltet die Spielergemeinde. Als alter Kenner des Originals war der neue Grafikstil für mich tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber mit der Zeit konnte ich diesem doch etwas abgewinnen, da nun endlich zu sehen ist, wie manche Charaktere eigentlich aussehen sollten. Damals waren die Grafiken halt doch ziemlich grob, so dass man sich seinen Teil dazu denken oder aber in den Spieleberater schauen musste. Bei den aktuellen 3D-Grafiken erkennt man, wie gesagt, die Charaktere besser, wodurch die Designs von Toriyama Akira und Ishii Koichi besser zur Geltung kommen. Nur leider wirken einige der neuen Designs ein bisschen fade oder nicht ganz so charmant und drollig wie im Original. Die Landschaften hingegen finde ich überwiegend sehr gelungen und atmosphärisch, wie beispielsweise das Hexenwäldchen, die Weihnachtsinsel oder die Spitze des Kaiserpalastes. Hier kommt die Höhe des Gebäudes durch die dreidimensionale Perspektive wirklich gut zur Geltung und der Hintergrund wirkt schön üppig und weitläufig. Insgesamt wäre mir persönlich eine Aufarbeitung der 2D-Grafiken in HD-Auflösung, ähnlich wie bei dem HD-Remake von Heroes of Might and Magic 3, lieber gewesen, aber so schlecht wie anfangs befürchtet oder wie man dem Secret of Mana Remake oftmals nachsagt, ist der neue Stil auch wieder nicht. Es hätte nämlich immer noch schlimmer kommen können. Enttäuschender hingegen waren die anfänglich bestehenden Bugs. So ist bei mir das Spiel im Schnitt einmal pro Stunde abgestürzt, was beim Original so nicht passiert ist. Dieses hatte zwar auch einige Bugs, die einen Neustart notwendig machen konnten, aber zumindest nicht in dieser Häufigkeit. Längere Dungeons oder Abschnitte wären im Remake ohne der automatischen Speicherfunktion absolut unspielbar gewesen. Und selbst mit dieser war es frustrierend, regelmäßig bestimmte Abschnitte wieder von vorne spielen zu müssen. Auch konnte es passieren, dass ein Charakter spurlos verschwand. Wenn man dann auf diesen wechselte, wurde der Bildschirm einfach schwarz. Nachdem ich gespeichert und neu geladen hatte, war der verschwundene Charakter zwar glücklicherweise wieder da, aber dafür war Randy komplett in Rosatönen eingefärbt. Leider hat dies meine Capture Card nicht aufgenommen, sonst hätte ich Randy in einem rosa Mugel oder rosa Tiger-Kostüm zeigen können. Das Wesentliche jedoch ist, dass das Remake zahlreiche neue technische Fehler hatte, was ziemlich enttäuschend war. Ich sage bewusst war, denn mittlerweile ist ein neues Update herausgekommen, welches die Probleme angeblich beseitigt haben soll. Für mich kam es etwas zu spät, aber für alle, die jetzt noch überlegen, das Spiel zu kaufen, ist das gut zu wissen. Eine andere Sache hätte ich jedoch trotzdem noch von der modernen Hardware erwartet, nämlich dass der Bildschirm fließend scrollt, während man sich durch die Level bewegt. Jedoch gibt es einige Dungeons im Spiel, in denen der Bildschirm eben nicht scrollt wie im Original, sondern das ganze Dungeon in viele einzelne Bildschirme aufgeteilt wurde. Und zwischen jedem dieser separaten Bildschirme gibt es bedauerlicherweise Ladesequenzen. So muss man, insbesondere in der Mana-Festung, alle paar Schritte einen Ladebildschirm über sich ergehen lassen. Das Original hatte zwar keine schicken 3D-Grafiken, aber es lief flüssig und mit minimalen Ladezeiten und das auf einer 16-Bit-Konsole mit einem mickrigen 3,58 MHz Prozessor. Im Audiobereich gibt es ebenfalls Neuerungen. So wurden sämtliche Tracks des OSTs neu arrangiert. Die orchestrale Neuinterpretation von Angels 4 beispielsweise erfüllte mich mit wohlig warmen Nostalgiegefühlen.
So bestand bei mir die Hoffnung, dass sämtliche Lieder des Originals ähnlich aufwendig und gekonnt arrangiert und eingespielt wurden, vergleichbar mit Adventure of Mana, dem Remake von Mystic Quest. Dieses hatte sich allein schon für die grandiose Musik gelohnt. Jedoch kam beim Secret of Mana Remake schnell ein jähes Erwachen. Die Mehrheit der Remixes können den Charme des Originals nicht einfangen. Schlimmer noch, teilweise klingen diese unangenehm schrill und sind auf Dauer äußerst unangenehm zu hören. Glücklicherweise kann man jederzeit zu der alten Musik wechseln. Dennoch fühlt sich das wie verschenktes Potenzial an. Immerhin gibt es zahlreiche gelungene orchestrale Arrangements von Fans und von offizieller Seite. Warum also konnte man für das Remake nicht mit einer ähnlichen Qualität aufwarten? Wie dem auch sei, es gibt noch eine weitere Änderung im Audiobereich. Sämtliche Dialoge wurden synchronisiert. Doch die Qualität der englischen Synchronisation schwankt deutlich und wirkt teilweise recht gelangweilt oder unpassend. Hey! Guys! Wait! Up! Whoa! Shh! Be quiet, stupid! If the Elder finds us here, we're done for. Die japanische Synchronisation hingegen ist insgesamt deutlich besser gelungen, da zahlreiche erfahrene und auch einige namhafte Synchronsprecher engagiert wurden. Diese verleihen ihren Charakteren wirklich etwas mehr Leben, als wenn man einfach nur den Text lesen würde. So ist beispielsweise Nakata Joji einfach hervorragend. Die Rolle des Thanatos bzw. Tantalus in der alten deutschen Übersetzung ist mit ihm einfach perfekt besetzt. Thanatosだな。いかにもお前らのことは知っているぞ。あのエリニースが負けるとはただものではなさそうだ。Dieser dürfte einigen als Sprecher von Alucard aus Hellsing oder Kotomine Kirei aus Fate Stay Night Unlimited Blade Works bekannt sein. 喜べ少年、君の願いはようやく叶う。 Wem aber all dies nicht zusagt, kann immerhin auch hier die Sprachausgabe ausstellen. Nun gibt es beim Remake viele oberflächliche Veränderungen, aber es wurden auch noch zahlreiche subtile Änderungen am Gameplay eingeführt, über die ich abschließend noch reden möchte. Denn durch diese wurde das Gameplay weitreichend verändert, worauf meistens nicht eingegangen wird. Das Remake ist eben nicht spielerisch identisch mit dem Original, ganz gleich, ob man das nun gut oder schlecht finden mag. Dabei gibt es Änderungen sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Beim Original konnte man sich in 8 Richtungen bewegen und nur in 4 Richtungen angreifen. Darauf war das Spiel ausgelegt und dementsprechend angepasst. Beim Remake kann man sich ganz frei in alle Richtungen bewegen und auch angreifen. Selbst das Rennen ist nicht mehr strikt auf eine Richtung beschränkt, was für den Spielfluss eigentlich sehr angenehm ist, aber das heißt auch, dass das Gleichgewicht vom Gameplay verändert wurde. Beispielsweise ist der Bogen jetzt sehr unzuverlässig, da es schwieriger ist, einen Gegner zu treffen, insbesondere da man vor dem Abfallen eines Pfeils eine leichte Verzögerung hat. Andererseits scheinen die Gegner Zielsuchgeschosse zu besitzen, womit die einen nahezu ausnahmslos treffen. Dadurch gehören die Bogenratten wohl zu den stärksten und gefährlichsten Gegnern im gesamten Spiel. Mit Zielsuchgeschossen und Dauerfeuer nehmen diese die Helden aufs Korn und können so für ein schnelles Ableben der Spielercharaktere sorgen. Aber auch bei vielen anderen Gegnern wirkt es so, als stünde schon fest, dass sie einen treffen, bevor die Angriffsanimation überhaupt begonnen hat. Das konnte gelegentlich recht frustrierend werden. In meinen Augen war es nämlich ein Vorzug des Originals, dass man eben nicht wie in einigen anderen Action-RPGs wild auf die Gegner eingedroschen hat, sondern dass man gezielt angreifen und ausweichen konnte. Das hat den Kämpfen etwas mehr Tiefgang verliehen, auch wenn einige die Wartezeiten zwischen den Attacken kritisiert haben. Es wurden auch noch die anderen Waffen verändert. So sind Schwert und Lanze im Remake noch mächtiger, als sie es im Original ohnehin schon waren. Das Schwert hat nun eine hohe Reichweite, die Fernkampfwaffen wie beispielsweise den Bogen beinahe unnötig macht. Die Lanze hat sogar eine noch größere Reichweite und trifft einen weitflächigen Bereich ähnlich wie das Schwert, nur halt noch besser.
Die Reichweite der Axt ist nach wie vor sehr kurz, aber eine leichte Verzögerung wurde hinzugefügt, wodurch die Axt mittlerweile nicht mehr ist als eine schlechte Lanze. Der Bogen schießt wie zuvor erwähnt in 360 Grad und ist unzuverlässiger, was das Treffen von Gegnern auf unterschiedlichen Ebenen angeht. Demgegenüber wurde der Wurfspeer deutlich aufgewertet, da er eine höhere Reichweite bekam und mehrere Gegner treffen kann. Im Original hat er nämlich nur einen Gegner getroffen und war dadurch eine relativ unbeliebte Waffe. Bumerang und Peitsche sind größtenteils unverändert, lediglich der Bumerang hat beim Ausholen eine deutliche Verzögerung und vielleicht eine etwas geringere Reichweite. Alles in allem wurde das Gleichgewicht zwischen den Waffen durcheinandergewirbelt, wodurch einige relativ nutzlos geworden sind, andere hingegen viel zu gut. Einen weiteren gewichtigen Unterschied bemerkt man noch bei einem gelungenen Treffer. Im Original war es nämlich so, dass viele Gegner 2 Trefferanimationen hatten. Bei der einen Animation war der Gegner unbesiegbar und man musste warten, bis man einen weiteren Treffer landen konnte. Bei der anderen konnte die Heldin weiter auf den Gegner einschlagen. Diese weiteren Treffer wurden aufaddiert und am Ende bekam der Gegner extrem hohen Schaden. Dadurch musste man bei den Gegnern darauf achten, wer angreift und wie viel Schaden der Charakter macht, da man beispielsweise nicht möchte, dass das Feenkind für ein paar mickrige Schadenspunkte den Gegner betäubt, während der mächtige Angriff des Jungen ins Leere geht. Zum einen sorgte das für einen gewissen Tiefgang, andererseits konnte es aber auch frustrierend sein, wenn gewisse Angriffe plötzlich vergeblich waren. Im Remake ist es nun so, dass die Helden in der Regel immer auf einen Gegner einschlagen können und dieser Angriff gewertet wird. Dadurch bleibt zwar der oben beschriebene Frust aus, aber das Spiel und insbesondere die Bosskämpfe werden auf diese Weise viel zu einfach. Wenn man ständig mit 3 Charakteren auf die Bosse einschlagen kann, dann gehen diese ganz schnell zugrunde, sogar ohne Magie einzusetzen. Man beachtet zum Beispiel, wie ich hier einen der letzten Bosse im Spiel, einen furchteinflößenden Eisdrachen, umgehauen habe. Oder die Medusa. Während es früher noch Sinn gemacht hat, Waffen aufzuladen und zu einem gewaltigen Schlag auszuholen, lohnt sich das im Remake überhaupt nicht mehr. Man kann stupide draufhauen und die Bosse sterben in wenigen Sekunden. Zauber kann man zwar immer noch einsetzen und dadurch viele Kämpfe schnell zum Ende bringen, aber selbst das ist meistens gar nicht mehr notwendig, weil das Spiel so schon überwiegend zu einfach geworden ist. Und das Aufladen der Waffen ist, wie beschrieben, in aller Regel nutzlos, da normale Attacken im Remake einfach mehr bringen. Trotz aller Kritik möchte ich doch auf einen positiven Punkt zu sprechen kommen, nämlich die Übersetzung. Es ist wohl weithin bekannt, dass das Original eine ziemlich schlechte Übersetzung hatte. Sprüche wie „Hast du mal eine Mark?" oder „Ein gewisser Heino, der auf der Suche nach seiner Sonnenbrille ist" oder aber die Goblins, die Lindenstraße gucken gehen, waren damals ganz normal. So wurde die durchaus ernste Handlung oftmals ins Lächerliche gezogen oder war manchmal absolut unverständlich. Diese Ungenauigkeiten wurden beseitigt, da das Remake eine komplett neue Übersetzung spendiert bekommen hat, die im Großen und Ganzen sehr gut gelungen ist. Damit kann man die Handlung erstmals ohne eine Fanübersetzung so erleben, wie es eigentlich beabsichtigt war. Natürlich mag die Handlung über einen Waisenjungen, der ein magisches Schwert aus einem Stein zieht und aufbricht, um die Welt zu retten, aus heutiger Sicht ziemlich schlicht erscheinen. Auch zeigen sich hier einige Aspekte, die im Laufe der Zeit zu gängigen JRPG-Klischees wurden, wie das Auffinden einer bestimmten Anzahl magischer Gegenstände oder ein böses Imperium, das die Welt erobern möchte. Dennoch erscheint mir die Geschichte für ein Videospiel von 1993 angemessen komplex und umfangreich, auch wenn sie nach den heutigen Maßstäben dieses Mediums nicht mehr so gut standhält. Ich denke, es ist besser, die Geschichte mit der eines Shōnen-Animes, also einem japanischen Zeichentrick für männliche Jugendliche und junge Männer zu vergleichen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass damals der Mangaka Toriyama Akira an Secret of Mana mitgearbeitet hatte. Jedoch gibt es einen Teil der Geschichte, der selbst nach über 20 Jahren immer noch ergreifend und vielleicht sogar aktueller ist als je zuvor. Nämlich der im Spiel ausgedrückte Wunsch nach einem Leben im Einklang mit der Natur und die mögliche Gefahr einer weltweiten Katastrophe, die durch den technischen Fortschritt und insbesondere dem Missbrauch desselben zwecks Machtinteressen verursacht wird.
マナの力を戦争に利用するようになり、マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだ。 Im Remake kamen einige neue Dialoge zwischen den 3 Protagonisten hinzu, die bei einer Übernachtung in einer Herberge gezeigt wurden. Zwar ist es durchaus interessant und nett zu sehen, wie die Charaktere miteinander interagieren, und für den ein oder anderen Lacher mag es unter Umständen ebenfalls sorgen. Dennoch wirkt die Persönlichkeit der Charaktere ein klein wenig anders, als wie man es von der Haupthandlung erwarten würde. Oder um genauer zu sein, die Persönlichkeiten sind zugespitzt auf gewisse Anime-Klischees. Der junge Wendy ist ein unentschlossenes Weichei, das immer an sich selbst zweifelt. Das Mädchen Prim wirkt wie eine klischeehafte Tsundere, die immer von ihrem Hagen schwärmt, und das schelmische Feenkind Popui muss immerzu ans Essen denken. Ist das Remake es nun wert, gespielt zu werden? Diese Frage muss im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Eine eindeutige Empfehlung kann ich jedoch nicht geben, da es sich hierbei nicht um eine Art definitive Version handelt. Sprich, das Remake ersetzt nicht das Original. Wie ausführlich erwähnt, wurden manche Sachen zwar durchaus positiv verändert, jedoch gibt es mindestens ebenso viele Aspekte, die verschlimmbessert wurden. Sollte man das Remake mal günstig im Angebot sehen, wäre es aber womöglich eine Überlegung wert, insbesondere wenn man das Original nicht besitzt oder über keine Möglichkeit verfügt, es zu spielen. Glücklicherweise wurde zwischenzeitlich die Secret of Mana Collection auch im Westen veröffentlicht und vollständig lokalisiert. Somit ist es jetzt allen Secret of Mana Fans und jenen, die es werden wollen, möglich, die 3 ersten Teile der Reihe in ihrer originalen Form zu spielen. Zusätzlich soll im Frühjahr 2020 noch ein Remake von Secret of Mana 2 bzw. Seiken Densetsu 3 erscheinen, welches zu Trials of Mana umbenannt wurde. Hoffentlich waren meine Ausführungen ausführlich genug, um einen Eindruck vom Remake zu bekommen. Wer von euch hat das Spiel schon gespielt und hat es euch gefallen? Lasst es mich wissen. Das war Classic Games Lab, tschüss und bis zum nächsten Mal.